und so weiter. Also diese, wie nennt man das nochmal? Wollmilchlegende Eier? Nein, scheiß drauf. Juhu, danke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma 9FF. Das Jahr ist bald zu Ende, Essen Motor Show ist durch, ne? Das Ende des Jahres rückt immer näher. Und da dachten wir zeigen euch noch die letzten paar spannenden Autos, die wir ausliefern für dieses Jahr. Also sind nicht die einzigen, sind noch ein paar andere, die rausgehen. Aber wir dachten uns, das sind zumindest die Autos, die für den Zuschauer interessant sind. Und ja, weil über dieses Auto haben wir schon das Jahr über das eine oder andere Mal gesprochen. Auto ist im Prinzip durch. Auto wird jetzt abgegeben zum Kunden. Der Kunde wird das Auto selber einfahren. Aus einem ganz einfachen Grund. Das Auto steht sonst jetzt über den ganzen Winter bei uns und wir werden das Auto mit Sicherheit nicht im Salz einfahren. Dafür wäre es nämlich viel zu schade. Abgesehen davon kann der Kunde das Auto dann schön in seine Garage stellen, kann sich den ganzen Winter lang über angucken und damit machen, was er möchte. Von mir aus einfahren, wie auch immer. Wäre es ein bisschen schade, weil das Auto im Prinzip jetzt ist wie neu, aber darauf kommen wir später zurück. Ja, da oben steht noch ein Auto, um welches wir uns gleich kümmern werden, was ihr jetzt wahrscheinlich gerade nicht seht. Und da hinten steht auch noch ein Auto. Und ja, ich würde sagen, wir ziehen mal direkt los und gucken uns mal das erste Auto an. Das wird nämlich das letzte sein. Wir stehen hier bei einem 997.1 Turbo. Schönes Auto, sieht optisch gar nicht so stark verändert aus. Man sieht sogar, es sind Winterreifen drauf. Das Auto gibt es schon Ewigkeiten. Ich glaube, der Kunde hat das vor circa 6 Jahren, der erste Kunde, hier umbauen lassen. Damals vom Serienfahrzeug auf 670 PS. In der Ausbaustufe schon mit der anderen Frontlippe. Die gucken wir uns gleich aber nochmal an. Sonst wurden ja, über den Zeitraum gewisse andere Sachen noch verändert. Ich glaube, nach einem Jahr kam der Kunde wieder, hat dann 1200 PS bei uns gekauft. Auto wurde umgebaut auf 3,9 Liter Hubraum. Ja, hat unser komplettes 1200 PS Paket bekommen, große Zylinderköpfe, andere Kurbelwelle und so weiter und so fort. Ja, falls ihr mehr Infos zu dem 1200 PS Kit haben wollt, könnt ihr uns ja gerne mal eine E-Mail schreiben. Ja. Der Kunde ist damit sehr, sehr lange gefahren. Ich würde sagen, um die 20.000, 25.000 Kilometer. Hatte viel Spaß mit dem Auto, hat das Auto eigentlich nur zu Topspeed-Fahrten benutzt. Ist halt 380 und so weiter gefahren. Also alles, was das Tiptronic-Getriebe hergibt im Drehzahlbegrenzer. Ja, der Kunde sagt aber, er wird langsam zu alt für das Auto. Seine Reaktionszeiten werden zu schlecht. Und deswegen hätte er nicht mehr so viel Spaß damit zu fahren, weil das Risiko einfach zu groß wird, dass das passiert. Ja. Dementsprechend wurde uns das Auto dann gebracht, einmal zum letzten Service und zum Check und wir sollten uns dann um den Verkauf von diesem Fahrzeug kümmern. Also das kommt immer mal wieder vor, dass uns Kunden ihre Fahrzeuge geben zum Verkaufen, weil sie entweder etwas Neues wollen oder sich vielleicht doch ein anderes Hobby suchen, wie das halt manchmal so ist. Ne? Manchmal, wenn man jetzt 6 Jahre lang Spaß gehabt hat mit so einem Auto, finde ich, kann man das Auto auch mal wechseln oder vielleicht sich irgendein anderes Hobby suchen. Ne? Manchmal kommt das ja auch mal vor. Ja, ich denke, der neue Besitzer wird sehr viel Spaß haben mit dem Auto. Hat sich nämlich unter anderem einen Kindersitz einbauen lassen. Der möchte das Auto nämlich jeden Tag bewegen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal nach vorne und gucken uns einmal nochmal die Front an. So, da wir jetzt hier an der Front sind, sieht man natürlich hier schön unsere lackierte Frontlippe. Die ist auch wichtig, wenn man sagt, man möchte Topspeed fahren mit so einem Auto. Die macht nämlich deutlich mehr Anpressdruck auf der Vorderachse, hält die Schnauze vorne. Jeder, der schon mal so ein Auto schnell gefahren ist, 997 Turbo, GT3 oder wie auch immer, also alle Motor hinten, ziemlich wenig Gewicht vorne, werden bei höherer Geschwindigkeit vorne sehr, sehr leicht. Das merkt man auch. Also die Front geht hoch und das Auto wird sehr leicht auf der Vorderachse, fängt ein bisschen an zu tänzeln. Und mit dieser Frontlippe hat man weiterhin ein sehr, sehr angenehmes Fahrgefühl. Das Auto lenkt sich weiterhin genauso, wie man das gerne möchte. Und ja, ist natürlich wichtig, dass das Auto dahin fährt, wo man möchte, wenn man 380 fährt. Ja, sonst Auto schwarz von außen, braun von innen, ziemlich wenig gelaufen. Damals von uns noch ein Alcantara-Lenkrad bekommen und einen Überrollbügel, den wir jetzt in dem Fall natürlich wieder rausgenommen haben, weil da musste jetzt Platz geschaffen werden für einen Kindersitz. Ja, sonst, was wir sonst noch gemacht haben, jetzt für den nächsten Kunden, und zwar eine Sitzheizung eingebaut, weil die Autos haben ursprünglich nicht alle Sitzheizung. Also Heißlandfahrzeuge, wie zum Beispiel Italien-Auslieferung, Spanien, ja, und sonstige Heißländer, werden meistens ohne Sitzheizung ausgeliefert. Wenn man natürlich so ein Auto im Alltag fahren möchte und man lässt sich gerade Winterreifen drauf machen, wenn man das Auto auch im Winter bewegt, ist eine Sitzheizung natürlich schon notwendig. Dementsprechend wurde das natürlich auch noch verändert. Ja, wie man hier sehen kann, noch ein schönes Schleifchen dran. Also Auto wird ausgeliefert, Kunde müsste, glaube ich, gerade eben auch schon gekommen sein. Und ja, wir flitzen direkt zum nächsten Auto, oder? Über uns steht ein 992 Turbo, aktuell eins mit Abstand der meisten Fahrzeuge, welches wir umbauen. Ich würde sagen, im Monat zwischen 2 und 3 Autos, kommt darauf an natürlich, wie groß der Umbau ist. Was für uns sehr gut ist, dass die Umbauten sehr, sehr schnell funktionieren, weil wir bis 1000 PS mit dem Serienmotor fahren können. Dadurch, dass die Pleuel ein bisschen länger sind als beim 991 Turbo, hat man den Vorteil, dass das nicht so doll knickt.
und dementsprechend ist die Quereinwirkung von oben mit hohem Drehmoment nicht so doll. Das heißt, Pleuel verbiegt nicht so schnell und dementsprechend bricht es auch nicht so schnell ab. Deswegen können wir hier relativ viel Drehmoment fahren mit dem Serienmotor. Ja, das heißt, das Autobild ist verändert. Original war es ein 992 Turbo S, 650 PS und kriegt jetzt unser 1000 PS Paket. Das heißt, wir fangen immer an mit Krümmern. Ne? Das Auto bekommt unsere Rohrkrümmer für bessere Strömung, damit der Turbolader dementsprechend besseres Abgas bekommt. Also das Abgas besser auf das Abgasrad geleitet werden kann und dementsprechend bei weniger Motordrehzahlen schon mehr Drehzahlen im Turbolader erreicht werden kann, was den Vorteil hat, dass man natürlich früher Ladedruck hat. Früher Ladedruck ist immer gut, weil Frühleistung will man immer haben. Außer zu früh, beim Pleuelverbiegen ist doof, was bei dem Auto zum Glück nicht so schnell passiert. Ja, das heißt, Krümmer sind geändert. Daraufhin haben wir auch so Abschirmbleche, die wir extra machen für die Autos, weil die VTG-Versteller sehr, sehr nah daneben sitzen. Die mögen die hohe Temperatur natürlich überhaupt gar nicht, gerade wenn man mal lange Dauervollgas fährt und dann schmilzt so ein Versteller, wäre natürlich richtig doof, weil keine Ladedruckregelung mehr ist, sehr ärgerlich. Dann daraufhin werden natürlich Upgrade-Turbolader verbaut. Wir benutzen weiterhin den originalen Turbolader, der wird verändert. Das heißt, er wird ausgebaut, wird komplett einmal überholt, wird gesandstrahlt, aufgearbeitet, neue Lagerung rein, größeres Verdichterrad, größeres Abgasrad beim 1000 PS Paket. Und das war es eigentlich soweit zum Turbo. Daraufhin verändern wir natürlich halt auch Ladeluftkühler. Ladeluftkühler kommen anderer rein, genauso wie Ladedruckrohre. Die bauen wir auch selber im Haus hier, also quasi Boost Pipes. Ist ziemlich cool, weil man kann alles weiterhin mit den originalen Schläuchen fahren. Super easy zu montieren. Könnte man theoretisch sogar zu Hause machen. Luftfilterkasten mit umgebaut. Wir nehmen den ganzen Deckel raus. Das ganze Oberteil des Deckels wird neu gemacht vom Luftfilterkasten mit einem größeren Durchmesser, damit wir vom Turbolader im gleichen Durchmesser direkt auf den Luftfilterkasten gehen können, um möglichst großen Durchmesser in der Ansaugung zu haben, weil man möchte viel Frischluft zum Turbolader zuführen. Ja. Auspuff fehlt gerade noch, da sind sie gerade in den letzten Schritten dran, der wird gerade noch vervollständigt und das war es eigentlich so im Großen und Ganzen beim 1000 PS Paket. Es geht nämlich eigentlich rein um die Abgasseite, Turbolader, Krümmer, Auspuff, Ladeluftkühlerrohre, Ansaugung und Programmierung Motor und Getriebe. Damit kommt man auf 1000 PS. Ziemlich coole Sache, weil, wie gesagt, wir bauen das Auto um innerhalb 2-3 Tagen, wenn wir die ganzen Teile hier haben. Ist super easy, ist schnell gemacht. Fast jeder unserer Kunden ist nicht wiedergekommen, außer für Mehrleistung, was uns natürlich sehr freut, was natürlich zeigt, der Umbau funktioniert. Und ja, wir sind wieder da bei diesem schönen Auto. Ich dachte aber, bevor wir das Tuch abziehen, sagen wir noch 1-2 Sachen zu dem Auto. Und zwar, es war mit Abstand eines der schönsten Projekte dieses Jahr, was wir gemacht haben. Ich mag das Auto sehr, sehr gerne, weil es so von der Machart, wie es aufgebaut worden ist, ich sag's kurz und knapp, ich würde es genauso machen. Das Auto holt mich ab, weil es einfach genauso ist, wie ich es selber auch machen würde. Der Kunde hat sich glücklicherweise gut beraten lassen. Viele Leute sind auch sehr stur und sind sehr festgefahren in ihrer Meinung und meinen, genau das ist das, was ich brauche, und werden damit am Schluss unglücklich, weil sie es halt nicht so einsetzen können, wie sie wollen. Dieser Kunde hat sich glücklicherweise gut beraten lassen von uns. Ja, sind uns sehr, sehr schnell einig geworden mit den ganzen Sachen. Und deswegen konnten wir auch ein sehr, sehr schönes, cooles Auto bauen. Das wird nämlich auch immer mehr und mehr, dass wir komplette Fahrzeuge bauen. Also, sage ich mal, da kommt jemand, das Auto hat jetzt nicht so viel gelaufen, aber jemand 996 Turbo, sage ich jetzt mal so wie dahin. 200.000 gelaufen, habe das Auto gerade gekauft, ich möchte, dass das Auto schön ist, ich möchte lange viel Spaß daran haben, machen die Leute eine Motorrevision fürs gute Bauchgefühl, kleines Tuning mit, gar nicht jetzt so übertrieben, viel neu lackieren, neues Fahrwerk, neue Räder, dass man wirklich so ein rundum sorglos Paket hat und man wirklich das Gefühl hat, man sitzt wieder in einem neuen Auto und kann das die nächsten 15, 20, 30 Jahre benutzen, ohne dass man Bauchschmerzen damit hat. Und das macht mir besonders viel Spaß, dass man dann, sage ich jetzt mal, aus einem nicht ganz so tollen Auto ein wirklich sehr, sehr cooles Auto macht. Das Auto war zum Glück schon vorher gut. Das Auto war sehr, sehr wenig gelaufen, ich glaube um die 40.000 Kilometer. Wurde auch nie großartig auf der Rennstrecke bewegt. Deswegen war die Basis 1A für uns, um einen sehr, sehr coolen Umbau zu machen. Ich würde sagen, ich lasse euch nicht länger warten, ziehe das Tuch mal ab und zeige mal, wie das Auto jetzt aussieht. Das wird auf jeden Fall nicht mein neuer Hauptberuf, du. Tada!
So, da ist er. 997.1 GT3. Sehr, sehr cooles Auto. Mir gefällt die Farbe sehr gut. Liegt auch daran, dass ich würde sagen, 90% der Autos, die wir hier haben, schwarz sind. Schwarz ist einfach ultra langweilig. Ich finde, das Auto wirkt sehr, sehr edel in diesem Grau. Schwarz wäre das Auto einfach nur platt. Und das finde ich einfach totlangweilig. Hier sieht man einfach alle coolen Features. Fängt schon an vorne mit der Kapplippe, dann alles neu aufpoliert. Die Kapp-Gitter vorne drin, Scheinwerfer neu aufpoliert, OS-US-Blinker dran. Dann klar, typisch GT3, haben sie vorne Luftauslass immer drin. Der ganze Vorderwagen einmal komplett neu lackiert. Die neuen OZ-Räder drauf, neue Reifen drauf, große Stahlbremse drauf, Sattelkamm neu. Auto im Prinzip ringsrum neu lackiert, Lufteinlässe neu, weil GT3, original keine Lufteinlässe, da die Ladeluftkühler hier stehen, muss natürlich die Luft irgendwo herkommen. Und deswegen so geworden das ganze Auto. Ich finde es sehr, sehr cool, weil es ist einfach nicht überladen, es ist schick, es ist schön, es ist nicht zu aufdringlich, es wirkt nicht wie ein Rennauto, sondern, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Auto ist es, ja, ein schönes Rundum-Sorglos-Paket. Ne? Du kannst damit morgens zum Bäcker fahren, wenn du willst. Das Auto nimmt dir trotzdem keiner übel. Du kannst damit trotzdem zur Rennstrecke fahren, wenn du Bock hast. Also es ist so eine schöne Kombination aus mehreren Sachen. Ja, Matti, komm mal her. Ich würde sagen, wir gucken mal von hinten, machen mal einen Deckel auf und gucken mal ein bisschen rein. Wie man sehen kann, das Prachtexemplar von hinten. Ja, wir haben hier ein Entenwürzel verbaut, Ducktail, wie man es kennt jetzt zum Beispiel von 2,7 Liter ES oder wie es später kam auf dem Sport Classic, 997.2 Sport Classic gab es den. Die Schürze sah nicht so aus, klar beim Sport Classic waren die Rohre hier und hier, sah trotzdem GT3-mäßig aus, aber man erkennt natürlich von hinten ganz klar, ist kein Sport Classic, ist das ein bisschen cooleres, ist nämlich ein GT3 mit einem Sport Classic Deckel. Ja, Auspuff von uns komplett gebaut. Wir haben unseren Diffusor noch dran gemacht, weil nämlich kein Flügel drauf ist. Auto ist natürlich dafür gedacht, später auch mal ein bisschen schneller zu fahren als 300. Und ganz ohne Flügel werden die Autos sehr nervös. Deswegen gab es natürlich den passenden Diffusor dazu, dass das Auto auch weiterhin angenehm fährt über 300. Ich würde sagen, machen wir den Deckel auf, gucken uns mal den Motor an. Tada, schöner Motor. Ja, unser Y drin, Luftfilterkasten umgebaut, große Brücke drin. Wir haben ja schon relativ viel zu dem Auto gezeigt in vorigen Videos. Also ich glaube, ich brauche gar nicht so viel erklären zu der ganzen Sache. Basismotor war ein GT3-Motor, 3,6 Liter, wurde voll umgebaut, 3,9 Liter mit unserer großen Umbaustufe. Also weiterhin Hochdrehzahl, Auto dreht 8.500 Umdrehungen. Große G35 900 Lader drauf, 2 Stück. Also hier ist richtig Theater in dem Koffer. Ich denke, wenn der Kunde das Auto eingefahren hat und wir mit allem durch sind und wir dann noch mal ein bisschen mehr zu filmen können, gibt es da auch noch mal ein bisschen Musik zu, weil das Auto wird echt sehr, sehr wild. Mit der Leistungsstufe, Heckantrieb, Cybex drin, Traktionskontrolle, da geht alles. Rolling Anti-Lag, Brake Boost, Launch Control, alles worauf man Lust hat, alles was Spaß macht und auch irgendwie ein bisschen durchgeknallt ist auf jeden Fall in dem Auto drin. Auto ist wunderschön, schlicht verpackt. Sehr, sehr coole Sache. Ich denke, der Kunde wird sehr, sehr viel Spaß damit haben und wird den Winter über viel Zeit in seiner Garage verbringen und sich das Auto bis ins kleinste Detail angucken. Würde ich nicht anders machen, weil wir haben uns echt sehr, sehr viel Mühe gegeben. Also wir haben alles angepackt, alles wurde irgendwie gemacht an dem Auto. Ja, einfach coole Karre, echt coole Karre. Ich würde sagen, zum Abschluss gucken wir uns einmal den Innenraum an und dann sind wir auch durch für heute. Wir haben, um den Innenraum noch ein bisschen zu verschönern, einmal Alcantara-Sachen, alles was vorher angefasst worden ist, einmal neu beledern lassen, einfach damit es ein schönes neues Innenraumgefühl gibt. Lenkrad ist hier reingewandert vom 997.2 GT3. Finde ich, fügt sich auch mega in dem Auto, ist nicht zu neu, ist nicht zu modern, ist sehr, sehr stimmig. Ne? Dann haben wir alles natürlich weiterhin lackiert in den Zierleisten im Innenraum, dass alles schön passt und dass der ganze Look von A bis Z durchgezogen wird. Radio ist rausgeflogen, weil Radio braucht man nicht mehr in diesem Auto. Leider kommt der Sound nicht rüber, vielleicht machen wir den gleich nochmal an, sonst spätestens in dem nächsten Video, wenn das Auto eingefahren ist. Es ist ein wirkliches Erlebnis, weil es klingt wirklich nach GT3 mit Ladern, ist wirklich geil. Sonst von uns natürlich unser Shifter reingekommen. Wir haben in das Auto ein SQS-System eingebaut. Das heißt, es behält weiterhin das manuelle Getriebe. Man muss weiterhin die Kupplung treten beim Schalten und reißt dementsprechend dann einfach nur die Gänge rein. Coole Sache, weil wenn man jetzt beispielsweise ein Dogbox-Getriebe hat oder ein sequenzielles Getriebe, man rollt im 4., 5. Gang durch die Gegend, man rollt an die Ampel dran, vergisst leider runterzuschalten. Ja, stehst du leider doof da, weil im Leerlauf ist nichts mit Schalten. Dann bleibst du nämlich in einem 5. Gang und im 5. Gang losfahren mit einer Mehrscheibenkupplung, glaube ich, eher schwierige Sache.
Deswegen coole Option, weil das Handschaltergetriebe hat jetzt natürlich keine Lebensdauer von nur 50 Betriebsstunden. Man sagt, ein sequenzielles Getriebe oder ein Dogbox-Getriebe muss nach 50 Betriebsstunden geöffnet und überholt werden, einfach weil der Verschleiß so groß ist, weil es halt einfach nicht synchronisiert wird. Das heißt, die Gänge werden wirklich einfach nur bam, bam, bam reingeballert und dementsprechend Verschleiß sehr hoch. Hier unten haben wir noch schön für Cybex alles drin. Hier ist der Map-Switch drin, die Traktionskontrolle. Da machen wir später einen Aufkleber für, dass der Kunde auch immer weiß, in welcher Map wie viel Leistung ist. Traktionskontrolle kann man sich frei auswählen. Ist natürlich nach Asphalt, Reifen und natürlich generell nach Grip-Level einzustellen. Ich mache das immer so, ich stelle das immer erstmal auf eine relativ niedrige Stufe, fahre dann im Prinzip die Stufe an, die ich gerade testen möchte, also dementsprechend Ladedruck, welche Stufe auch immer. Guck, wie der Wheelspan ist in einem relativ niedrigen Gang. Wenn es zu viel dreht, stelle ich meistens 2 Klicks hoch, mache das gleiche nochmal und dementsprechend findet man dann relativ schnell seine Fahreinstellung zu dem jeweiligen Tag. Ne? Weil es natürlich klar, an einem Tag ist mal ein bisschen nasser, an dem anderen Tag liegt ein bisschen Staub auf der Straße, Laub, wie auch immer. Also Traktionskontrolle sollte man immer dementsprechend einstellen. Ja, hier oben haben wir noch ein Display drin, dass wir uns einmal alles während der Fahrt angucken können. Einfach klopfen, falls es zu heiß wird, man fährt zu lange Dauervollgas auf der Autobahn. Abgastemperatur kann man sich hier sehen, Ansauglufttemperaturen, Öldruck, Öltemperatur, also alles, was für einen irgendwie interessant ist. Lambda ist hier drin und ja, was auch sehr, sehr cool ist, in diesem Feature ist hier auch noch eine Performance-Box quasi mit drin. Man kann hier noch nachträglich eine GPS-Box in das Auto nachrüsten und kann dementsprechend dann direkt seine Zeiten sehen, nachdem man gemessen hat. Sonst, jetzt so wie es aktuell verbaut ist, holt er sich das einfach über einen Raddrehzahlsensor, die Geschwindigkeit und dementsprechend wird dir das dann angezeigt. Ja. Sehr, sehr cooles Feature, weil das Ding ist zum Beispiel jetzt auch gerade, falls man mal ein schlechtes Gefühl hat, warum auch immer, kann man das natürlich immer relativ einfach darüber kontrollieren und einmal checken, ob alles noch soweit in Ordnung ist. Wir haben hier noch GT3 RS-Schlaufen eingebaut, komplett original, so wie es aus dem originalen GT3 RS kommt. Finde ich, ist ein sehr, sehr cooles kleines Gadget, weil im Endeffekt machen solche Kleinigkeiten das Auto am Schluss perfekt. Also, meine Meinung. Der Kunde hat sich für ein paar Recaro Podium-Sitze entschieden. Die hatte er selber angeliefert von Speed Engineering mit ein paar Sitzschienen. Passt doch alles sehr gut, ist Plug and Play, alles so reingefallen ins Auto, wie als wäre es original, also von Porsche gekommen. Unser Bügel ist drin, wir haben den Bügel drin im GT3 Club Sport Style, also im Prinzip mit dem großen Kreuz in der Mitte und den geraden Streben, dass man trotzdem die 5-Punkt-Gurte dran machen kann. Sparkogurte sind hier noch reingekommen und zu guter Letzt natürlich ein Feuerlöscher. Safety first. Ich hoffe, euch gefällt das Auto genauso wie mir. Lasst doch mal gerne was in den Kommentaren da, was ihr vielleicht zu dem Auto noch sehen wollt. Weil ich denke, nachdem das Auto eingefahren ist, wird hier noch das eine oder andere passieren. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, bist du weiter? Schön. Herzlich willkommen zu einem neuen... es fängt schon wieder gut an, das fängt schon wieder gut an. Hier stehen wir an einem schönen 997.1 Turbo, der eigentlich gar nicht so großartig verändert aussieht aus dieser Perspektive. Auto ist optisch, hey, hallo, hier ist zu. Danke. Ja, also, das Auto gibt es schon Ewigkeiten. Hallo? Na, was machst du denn hier Schönes, Markus? Das ist das Tobi am Telefon, das ist schön, das ist gut. Ja, wir dachten, wir kommen einfach mal vorbei und gucken mal ganz doof, was du hier so mit dem Auspuff machst, wie weit du so bist. Ja, wird so langsam, ja? Auspuff war nicht fertig. Ist irgendwie komisch, keiner hier in der Halle, ne? ist so ruhig. Die sind ja nicht mal alle raus sind, sondern... Ja, die Hälfte ist halt einfach krank. Ist halt einfach krank. Naja. Dann machen wir weiter mit diesem Schmuckstück. Ich würde sagen, ich ziehe erstmal ab oder dann gucken wir uns den an. Ja? Also sehr unspektakulär. Sehr unspektakulär. Ich ziehe das mal ab hier. Ich ziehe das jetzt hier mal ab. Ey, jetzt kommt der da schon wieder reingelaufen in die Halle, oder? Nein, okay, jetzt hätte ich ihn treten müssen. Damit fahre ich auf der Rennstrecke, damit fahre ich auf der Autobahn und damit kann ich Kaffee trinken und so weiter. Also diese, wie nennt man das nochmal? Wollmilchlegende Eier? Nein, scheiß drauf.
Jo, danke. Danke. Schöner Wochenende, ne? Liegende Eier, Dingsbums, Moped da. Oh, ich fang nochmal an, Junge. Schlimm. Schlimm.